most of you will know that on Thursday, Grumps, my husband, was taken into hospital with chest pains and an accelerated heartbeat. It was going up. Die meisten von euch werden wissen, dass letzten Donnerstag mein Mann ins Krankenhaus eingewiesen oder eingeliefert wurde mit Herzschmerzen und einem beschleunigten Herzschlag. It was beating at 182 per minute. Der Puls war 180. As opposed to the normal 70-ish. Und normalerweise ist es so 70 ungefähr. The paramedics came along with a cardiologist. Und and a what? A cardiologist, a heart ein doctor. Kardiologe, ein Herzarzt. And they tried for about 3/4 of an hour to get the heart rate down. Und sie haben ungefähr eine Dreiviertelstunde lang versucht, den Puls runterzukriegen. It wasn't happening. Und es funktionierte einfach nicht. So we had to go to the hospital. Also gingen wir ins Krankenhaus. We got there about 11 o'clock in the morning. Wir kamen da um 11 Uhr morgens ungefähr an. And they took him away to treat him. Und sie nahmen ihn mit, um ihn zu behandeln. And I was sitting in the waiting room. Und ich saß da im Wartezimmer. About 1 o'clock. Um etwa 1 Uhr. I looked up. Habe ich hochgeguckt. And I saw somebody who looked like Rebecca coming towards me. Und ich sah jemanden, der aussah wie Rebecca, der zu mir kam. I realized it was Rebecca. Und dann habe ich bemerkt, es war Rebecca. She didn't look like she does now. She looked really ill. Und sie sah nicht aus, wie sie jetzt aussieht. Sie sah wirklich krank aus. So I went over to her. Und ich ging rüber zu ihr. Okay. Yeah. And that's where I come in. Und da komme ich rein. Okay, I'm going to start at this just at a slightly different angle. Ich werde das aus einem anderen Winkel anfangen. I just want to say that, did you know that anxiety, depression, mental illness, that these are illnesses that you don't have to be ashamed of and hide from. They're illnesses just like a degenerated disc or cancer or high blood pressure. Ich wollte es mal fragen, wusstet ihr, dass solche Krankheiten wie Angst oder Depressionen oder einfach mentale Krankheiten genauso ernstzunehmende Krankheiten sind wie sowas wie eine kaputte Bandscheibe oder Krebs oder solche Dinge? Yeah, so I think it's really cool that Eileen shared a testimony about a physical sickness, you know, something that you have symptoms and can be called something. Also ich finde es wirklich toll, dass Eileen jetzt etwas geteilt hat über eine physische Krankheit, wo man Symptome hat und dass man etwas nennen kann. And then at the same day, God has a testimony where I'm just going to share with you from something that sometimes we hide and we think it's not really a sickness. Und ich finde es toll, dass ich am gleichen Tag etwas teilen kann über etwas, was wir verstecken, weil wir vielleicht denken, es ist nicht wirklich eine Krankheit. Okay, so I just wanted to say that. Also ich wollte damit nur anfangen. So recently, I started having severe anxiety attacks. Also in letzter Zeit habe ich angefangen, wirklich schlimme Angstattacken zu bekommen. Those of you who know me know I'm pretty always super positive. Everybody thinks I'm always happy, I'm always great, you know, everything is fantastic. Die meisten von euch, die mich kennen, die werden mich als jemand kennen, der immer positiv ist und immer glücklich und jemand, der sehr kraftvoll ist. And I am, God made me that way. Und Gott hat mich so gemacht. But I started having severe anxiety attacks that I felt very depressed. Also ich habe angefangen, diese Angstattacken zu haben und ich fühlte mich sehr depressiv. I couldn't walk. Ich konnte nicht I couldn't laufen. talk. I Ich couldn't konnte pray. nicht reden. Ich Or I konnte nicht can't. beten. Ich On kann Thursday, nicht. that's the way I felt. I Am couldn't go to Donnerstag work. fühlte ich mich so. Ich konnte nicht arbeiten. You can't read. Ich konnte nicht lesen. I can't pray. Ich kann nicht beten. And you can imagine, maybe some of you felt like that. It's real. Und ihr könnt euch das vorstellen, vielleicht haben manche sich schon mal gefühlt von euch, es ist echt. And then I'm 40, so you think, well, you start hearing stories about your friends that have heart attacks, strokes, aneurysms, different things. So you're thinking, is that what, maybe this one isn't an anxiety attack. Maybe I am having, this is what I imagine a heart attack would feel like. Okay, und ich bin 40, das heißt, man fängt an, diese Geschichten zu hören. Freunde haben vielleicht Herzinfarkte oder Schlaganfälle und man denkt sich, vielleicht ist es gar keine Angstattacke, vielleicht ist es ein Herzinfarkt. Yeah, the point is, it doesn't matter whether it is a heart attack or it's anxiety attack. It was real, and that was Thursday. That's the state I was in. Der Punkt ist, es ist egal, ob es ein Herzinfarkt ist oder eine Angstattacke. Am Donnerstag habe ich mich so gefühlt und das war dieses Stadium, in dem ich war und es war echt schon wieder.
And so the next thing I want to say is, did you know that we need each other? Und die nächste Sache, die ich sagen will, ist, wusstet ihr, dass wir einander brauchen? There's somebody probably in your row or across the room from you that needs you. Dass jemand in der gleichen Reihe sitzt wie du oder vielleicht auf der anderen Seite, der dich braucht. And God is real. Und Gott ist echt. And the church is a gift. Und die Kirche ist ein Geschenk. Okay, so I'm praying, of course, because that's God is, you know, I know that's the only solution. That's where my help comes from. Also ich bete und ich weiß, dass das die einzige Lösung ist. Da kommt meine Hilfe her. I'm going through this process, but meanwhile, God's looking from above, right? And He sees that at the same time, pretty much the same time, Eddie's having a stroke over in Heidelberg. Und ich gehe durch diesen Prozess und und Gott guckt von oben und er sieht, dass zur gleichen Zeit Eddie einen Schlaganfall hat. I'm in Sandhausen, scared to death, not knowing what to do. Ich bin in Sandhausen und ich habe so Angst und ich weiß nicht, was ich tun soll. And we're both crying out to God, and he's like, okay, you know, he's got something going. Und wir beide rufen aus zu Gott und er fängt etwas damit an. A cardiologist happens to be there for Eddie that normally wouldn't be there. Ein Kardiologe ist da für Eddie, der sonst nicht da wäre. And then I'm trying to be normal because I'm still not sure what I'm going to do about the way I feel. So I go and take care of some church business. I had an email from Julia Sentman. Und ich versuche irgendwie normal zu sein und ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen will und ich kümmere mich um ein paar And I'm trying to organize the Gemeindeangelegenheiten. translators for September, and I'm writing an email. Und ich versuche irgendwie die Übersetzer für September zu organisieren und schreibe eine E-Mail. Nobody knows that I suffer from these things because Und I'm happy niemand Rebecca. weiß, dass ich diese Angstattacken habe, weil ich einfach nur glückliche Rebecca bin. And so I decided to take a risk. And I'm like, well, Julia's a sister. She's you know, a believer. I wrote the details for the business and then just a PS. Also dachte ich mir, ich gehe jetzt ein Risiko ein, denn Julia ist eine Schwester, der hat sie eine E-Mail geschrieben und ich schreibe ihr einfach nur ein PS. Never spoken with her, never prayed with her, but I just felt like, why not? And I said, hey, pray for me. I'm going through something today and I'm feeling drained. Und ich habe nie mit ihr zusammen gebetet oder mit ihr gesprochen, aber ich sage einfach zu ihr, bitte bete für mich, denn ich fühle mich einfach nur ausgelaugt heute. That's it. And she wrote Das back war immediately and she prayed for me. Und I sie know hat she did. sofort zurückgeschrieben und hat gesagt, und ich weiß, dass sie für mich gebetet hat. And then she wrote back, and you know when you're really at a moment like that, Und sie hat geantwortet und wisst ihr, wenn ihr in so einem Moment seid, she didn't have to write back, but she did, and I printed it out, carried it around with me the whole day, what she wrote me. und sie hat es sofort zurückgeschrieben und Rebecca hat 2 es sentences. ausgedruckt und hat es den ganzen Tag mit sich And rumgetragen. I'm walking 2 around, Sätze. and she wrote, God is around you. Und sie hat God geschrieben, is focused on Gott you. ist um dich und Gott ist fokussiert auf dich. God is calling you out. Gott ruft dich. I'm walking around the house. Yeah, Rebecca, Und God's ich bin im Haus rumgelaufen, okay, but I wasn't feeling better. I was aber ich getting habe mich nicht besser worse. gefühlt. Es wurde schlimmer. And so I later find out, God's looking from above, right, that Julia, when she wrote me this, hope it's okay, but I think she wouldn't mind, was lying in bed having heart problems. Oh my God. And she felt horrible, and she said to God, oh, Rebecca writes me to pray for her today. This is ridiculous. Und ich habe später herausgefunden, dass Julia zu diesem Zeitpunkt im Bett lag und Herzprobleme hatte und sich in dem Moment einfach nur dachte, oh, Rebecca schreibt mir heute, das ist lächerlich. And so, you know, you can imagine, yeah? Ihr könnt So euch das vorstellen. I didn't know that until later, but God sees it all. He's looking down. We don't know. Ich you wusste know? das nicht bis später, aber Gott guckt von oben und er sieht es. So thanks for praying, Julia. Danke fürs Gebet. So anyway, Julia. so I make my way. I thought, okay, what am I going to do? I called my doctor. My doctor said, Wade, we're open this afternoon. You can come this afternoon. You'll be okay. Also habe ich meinen Arzt angerufen, ich wusste nicht, was ich tun soll und der Arzt sagt, ja, wir machen heute Nachmittag auf, du kannst dann kommen. And I was pretty sure that I would be okay because you don't die from a panic and anxiety attack. Und ich war mir ziemlich sicher, dass ich wahrscheinlich in Ordnung sein würde, denn man stirbt nicht von einer Panikattacke. But I was dying. I Aber was, ich fühlte mich, als würde ich sterben. and I just wanted something to happen. So anyway, Ich wollte nur, I dass made a irgendwas decision. passiert, also habe ich eine Entscheidung getroffen. A weird decision because I Eine could have komische waited an Entscheidung. hour and gone to the doctor, but I called my oldest daughter.
Aber ich hätte auch einfach warten können für eine Stunde und dann zum Arzt gehen können. Aber ich habe meine älteste Tochter angerufen. And we were going to go to Schwetzingen, the clinic that was closest. And just out of the blue, I said, no, I want to go to Heidelberg. Wir wären eigentlich nach Schwetzingen gegangen, weil da die nächste Klinik ist, aber ich meinte dann einfach nur aus dem Blauen heraus, nee, ich möchte nach Heidelberg gehen. Maybe it was just a thought, maybe it was God. Vielleicht war es nur ein Gedanke, vielleicht war es Gott. You can choose to think how you want. I believe Ihr it was könnt God. euch vorstellen, ihr könnt entscheiden, wie ihr denken wollt, aber So ich I glaube, es war went. Gott. We ran some errands on the way. It was a strange trip to the hospital. It wasn't like we were, let's rush mom. We had to drop some things off at the office, and it was just timing. Und wir machten ein paar Erledigungen auf dem Weg. Es war nicht so, als wären wir da jetzt total hingeeilt, sondern wir haben halt ein paar Sachen noch abgelegt. I just want you to see how cool God is. Ich will nur, dass ihr seht, wie cool Gott ist, denn es war einfach Timing. So I got there and I said, you guys go do shop in Heidelberg. I can take care of myself. I'm pretty sure I'm okay. I just want to see a doctor. So I went in to the emergency room, walked in, and I looked bad. Also ich habe ihnen gesagt, ihr könnt irgendwie shoppen gehen in Heidelberg, ich werde schon in Ordnung sein, ich will einfach nur einen Arzt sehen. Also bin ich da reingegangen und ich sah nicht gut aus. And what I mean is Satan was really, I couldn't walk, my legs were shaking, my heart, I felt like you could see it pumping out of my chest. I felt horrible. I walked in. Ich konnte nicht laufen und mein Herz hat so schnell geschlagen. Ich hatte das Gefühl, man könnte es von außen sehen und ich habe mich einfach schrecklich gefühlt. Also bin ich reingegangen. And they said, well, you can go to the neurologist. Und sie haben mir gesagt, ja, du kannst zum Neurologen gehen. Or to the heart and chest clinic. It's up to you. And I said, I'm pretty Oder sure I zur should Herz- und probably go to the Brustklinik. neurologist. Und sie sagte, ja, ich glaube, ich sollte zum Neurologen gehen. I figured that it was something anxiety. Und ich dachte mir, es ist wahrscheinlich irgendwas mit Furcht und But, Angst. of course, what did I decide? Aber To go natürlich. to the heart and chest clinic. Stattdessen bin ich in die Herz- und Brustklinik And gegangen. so I knew, I was almost 100% sure. But it turns out God had something completely different planned. Also ich war mir eigentlich 100%ig sicher, aber es hat sich dann gezeigt, Gott hatte einen anderen Plan. So she sees me, and I went ahead and registered at the desk, and they said, well, you should go to the neurologist. Ja. Ich bin zur Rezeption gegangen und sie sieht mich und die Leute an der Rezeption sagen, ja, du solltest zum Neurologen gehen. And we're just standing there looking at each other, and she's Und like, wir stehen nur und are we gucken uns dreaming? an. Are you standing here? And I'm like, are you standing here? Und sie sagt, träumen wir? Stehst du da? Ja, stehst du wirklich da? Because what I also didn't mention is I wanted to call Gerlinda in the morning, but I don't have a phone number from Gerlinda. I only have an email. Was ich vergessen habe zu sagen, ich wollte Gerlinde morgens anrufen, aber ich habe ihre Telefonnummer nicht, ich habe nur ihre E-Mail-Adresse. And we're not like close friends. We've never talked outside of church. We're just Und es ist nicht so, als just have wären the wir Holy jetzt enge Spirit. Freunde oder wir haben eigentlich nie außerhalb der Kirche geredet. Well, it's just weird. So Es it ist nur turns so out seltsam. she says, "Well, I'll go with you." I Also- never went to the doctor. Also sie sagt, okay, ich komme mit dir und ich war noch nie beim Arzt. All I needed, this is for me, this testimony today. What I needed was someone to listen to me. I'm going through something. Was ich in dem Moment brauchte, war jemanden, der mir zuhört und weil ich durch etwas gehe, weil ich was durchmache. And God He cares so much Und Gott kümmert sich so sehr. that He orchestrated all of that. I sat down, all the symptoms left, and I poured my heart out, and it turns out that she understands. Dass er all das so hingeführt hat, dass ich mich hinsetzen konnte und ihr mein Herz She was the ausschütten one. konnte. Und sie war diejenige, die verstanden hat. But then I was the one for her. Aber ich war diejenige für sie. And I was able to be there for her, and it Und ich just konnte turned für sie over, and da it wasn't sein. even anymore about me. Then we were both just there for Eddie, and I was there for her, and I was holding her, and she was holding me. Und es drehte sich alles um und dann war sie nicht mehr da für mich, sondern wir beide waren da für Eddie und wir haben uns gegenseitig gehalten. We don't always even need a doctor. Man braucht nicht immer einen Doktor. I mean, they would suggest, like they tell everyone with anxiety, take these pills. Sie hätten mir einfach nur gesagt, wie sie es jedem sagen, nehmt diese Pillen. It's okay if you take it, but you Ist don't. okay, you man don't kann sie need nehmen, to. aber man Maybe muss you nicht. do, maybe you don't. Vielleicht braucht man nicht. And it's Shall I do my bit? Yeah. Preis den Herrn. Okay, so Rebecca felt better. Also Rebecca ging es besser. We went for a coffee. Wir haben einen Kaffee zusammen We getrunken. sat and talked and Wir haben uns talked some hingesetzt more. und geredet und geredet.
And she phoned her daughters to come and fetch her. Und sie hat ihre Töchter gefunden, um sie abzuholen. I went back to the waiting area Ich and bin zurück ins Wartezimmer gegangen. she'd made me promise to keep her updated. Und sie hat mich versprechen lassen, dass ich sie auf dem neuesten Stand hielte. So it soon became apparent Es wurde schnell offensichtlich, that this was more serious than just an accelerated heartbeat, dass das mehr war als nur ein erhöhter Puls. and that it would involve more tests Dass man mehr Tests machen müsste and more waiting. und mehr Warten dabei sein würde. So I went home for a couple of hours to get the phone chargers. Also bin ich eine Weile nach Hause gegangen, um Aufladekabel für das Handy zu holen. Got back to the hospital about 8:30 in the evening. Und kam zurück ins Krankenhaus ungefähr um 20:30 Uhr. Rebecca texted me Rebecca hat mir geschrieben, to say that she was on the way. um zu sagen, dass sie auf dem Weg war. Now, if God hadn't put her there, Wenn Gott sie nicht dorthin getan hätte, I wouldn't have told anybody about this. dann hätte ich niemandem darüber erzählt. I would have sat in a strange hospital, Ich hätte in diesem fremden Krankenhaus gesessen, in a strange country, in einem fremden Land, feeling scared and vulnerable. und ich hätte mich einfach nur angstvoll gefühlt. But hey, I'm tough. Aber hey, ich bin tough, ich bin hart. I could have coped on my own, yeah. Ich wäre schon klargekommen. No. No, we can't do it on our own. Nein, wir können es nicht alleine. God knew that day exactly what he was doing. Gott wusste an diesem Tag ganz genau, was er tat. He put exactly the right two people together Er hat genau die beiden richtigen Personen zusammengetan. under the most extraordinary circumstances. Unter den besondersten Umständen. Our immediate needs appeared to be appeared to be different. Unsere sofortigen, das, was wir gebraucht haben, das schien unterschiedlich. But as the day unfolded, Aber als der Tag immer weiterging, it became clear zeigte sich, that our real needs were very, very similar. dass das, was wir wahrhaft brauchten, dass das sehr ähnlich war. Now, we have spent hours together over the last few days, Und wir haben Stunden zusammen verbracht, die letzten paar Tage, talking and praying gesprochen und gebetet. and just trying to understand what's going on here. Und wir haben versucht zu verstehen, was hier vor sich geht. As Rebecca said, Und Rebecca sagte, we've hardly spoken over the last year, have we? im letzten Jahr haben wir eigentlich kaum miteinander gesprochen. But now, God has done something Jetzt hat Gott etwas getan. that no English channel is going to put an end to. Das was? Da warst du zwischen Deutschland und Englisch. Okay, der Ärmelkanal kann nichts dagegen tun. I still can't understand what's going on here, but God is working. Ich verstehe immer noch nicht, was hier vor sich geht, aber Gott macht etwas. I guess we're standing here this morning Ich denke, wir stehen hier heute Morgen, just to testify einfach nur um Zeugnis zu geben to God's never-ending faithfulness über Gottes unendliche Treue in every situation, in jeder Situation. and confirmation that we can't live without him. Und die Bestätigung, dass wir nicht ohne ihn leben können. We think we can. Wir denken vielleicht, dass wir es können. And the worship group are going to come up in a minute and sing a song that I haven't slept all night. Und die Lobpreisgruppe wird jetzt gleich nach vorne kommen und noch ein Lied singen, aber ich habe nicht geschlafen. I haven't slept all night. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen und ich habe gedacht, I've been sitting in the kitchen listening to worship music, which I never, ever have done in my life. und ich saß in der Küche und ich habe einfach nur Lobpreismusik gehört, was ich noch nie in meinem Leben gemacht habe. And the song Und das Lied, that you're going to hear in a minute, das ihr auch gleich hören werdet, it just kept coming back to me es kam through the immer wieder night. zu mir zurück. And I just want to say to you this morning, Ich will euch einfach nur sagen heute Morgen, when you listen to those words, wenn ihr diese Wörter hört, just soak in them. saugt sie einfach nur auf. And whatever you're going through, because there are needs here, Was immer ihr gerade durchmacht, let God do it. lasst Gott es tun. Don't do it on your own. Tut es nicht allein. You're in the right place. Ihr seid am richtigen Ort. God is in this place. Gott ist hier. There's so much love here. Hier gibt es so viel Liebe. Use it. Demonstrate Benutzt it. es, demonstriert es.